Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und heute habe ich ein spannendes Thema im Gepäck und zwar geht es um Qualitätssicherung in agilen Projekten oder Testen in agilen Projekten. Und dazu habe ich mich mit Christian Mercier unterhalten. Ich habe Christian vor 2 Jahren in einem Projekt kennen und schätzen gelernt und seitdem tauschen wir uns immer gerne aus über die verschiedensten Themen rund um Qualität, Agilität und Testautomatisierung. Christian ist seit vielen Jahren als Experte für Qualitätssicherung unterwegs und unterstützt in den letzten Jahren besonders in der Finanzbranche Teams dabei, mehr Qualität in ihren agilen Projekten zu leben. In unserem Podcast haben wir uns über das ganze Thema unterhalten, wie wir denn Qualitätssicherung in so einem Projekt aufsetzen können. Von der Entstehung der Software, von den Anforderungen, wie die Teamkommunikation funktionieren kann, was für Fallstricke es gibt und auch, was so die Zukunft der Qualitätssicherung sein kann, gerade mit einem kleinen Blick auf die KI. Also viel Spaß beim Hören. Hallo Christian, schön, dass du da bist. Hi Richie. Das ist ja Ich schön, freue mich dabei zu sein. Ja, dass wir uns nach so langer Zeit wieder mal sehen, das ist eine richtige Freude. Ja. Ja, wir wollen ja heute über das Thema Qualitätssicherung im agilen Kontext, in agilen Projekten sprechen. Ja. Da bist du ja auch Experte und hast schon viele Projekte gemacht in diesem Umfeld. Und ja, ich würde dir einfach mal gerne einfach so die Frage stellen, was ist denn so das Wichtigste? Womit startet man, wenn man in einem agilen Projekt oder so mit Qualitätssicherung und Testen beginnen möchte? Also das Wichtigste ist immer, Reden hilft und nur Redenden kann geholfen werden. Also bevor ich irgendwo anfange, Hand anzulegen, Dinge zu entwickeln, Dinge zu programmieren, erstmal drüber reden und überlegen, was ich denn entwickeln möchte und wo denn die Reise hingehen soll. Und wenn man dann die Überlegung so ein bisschen vorangetrieben hat, dann auch mal überlegen, wie kriege ich das Ganze getestet. Und dann findet man schon den richtigen Einstieg. Aber drüber reden ist das Wichtigste, finde ich. Ja, also drüber reden, viel quatschen, das ist ja immer eine gute Sache, gerade zwischen Tester und Entwicklern und so. Und natürlich auch den Fachleuten. Ja, wie sieht denn hast du vielleicht so ein typisches Szenario, wie bei dir so ein Projekt dann aussieht? Wie läuft das dann so ab? Ja, irgendwer kommt ja immer mit Anforderungen um die Ecke. Also sei es der Fachbereich, der irgendwas möchte, oder die Techniker, die IT, die Dinge verändert oder gemacht haben möchten. Und ja, diese Anforderungen müssen dann irgendwie ins Backlog. Das gibt es ja typischerweise im agilen Umfeld, gibt es ja einen Backlog, wo diese Dinge dann drin landen und wo die aufgeschrieben werden. Also eine klassische User Story. Als, keine Ahnung, Thomas möchte ich gerne, dass der Button jetzt grün ist, damit ich ihn von dem roten Untergrund unterscheiden kann. Und dann habe ich dann eben meine Anforderung vernünftig erstmal formuliert, habe das reingeschrieben und ja, dann kann man anhand dieser Anforderungen, die man dann aufgeschrieben hat, diese User Story, kann man dann gucken, was will ich denn eigentlich genau? Also welcher Button ist eigentlich genau gemeint und welches Rot ist ein hellrot oder dunkelrot und welcher Farbcode soll es denn sein und sollen alle ähnlichen Button dann auch rot sein und sollen die irgendwie blinken und wie sollen sich verhalten, wenn man draufgeklickt hat? Diese ganzen Fragen, die man dann so im Dialog hat und sich stellt, da kriegt man dann die Akzeptanzkriterien raus. Und wenn ich dann mit so einem Testerohr zugucke oder einem Testerauge drauf gucke, dann fallen mir auch gleich ganz wichtige Dinge ein, die ich dann eben brauche, um am Ende zu sehen, ja, der Thomas hat auch seinen grünen Button gekriegt. Das heißt, als Tester bist du da auch schon sehr früh mit im Prozess involviert, ne? Also nicht erst, wenn die ganzen Anforderungen fertig sind, sondern bist du eigentlich schon in der Erstellung der User Stories, der Akzeptanzkriterien mit dabei, ne? Genau, der Tester, jetzt mal ganz unabhängig davon, ob ich sozusagen als Testmanager das bin, aber die Menschen, die testen, sind ganz am Anfang dabei. Und im Idealfall hat jeder irgendwo sozusagen so eine Testerbrille in der Tasche, dass auch derjenige, der die Anforderungen stellt und derjenige, der sie entwickelt, die Testerbrille rausholen kann und auch mal
aus dem Blickwinkel dann drauf gucken kann. Und dass es dann nicht den einen Tester gibt, der dann mit den Ärmelschonern da sitzt und sagt, hier, Test, muss wir drauf gucken, und dass eben alle die Testerbrille rausholen können, mit der Testerbrille draufschauen und sich rechtzeitig überlegen, wie kann man das dann hinterher die Qualität sichern, dass es auch so ist, dass es dem Thomas gefällt. Und im Idealfall sitzt Thomas auch da und gibt dann auch seinen Senf dazu ab. Ja, genau. Und da wird ja viel gesprochen, gerade in der Phase auch. Ne? Und nimmst du schotten sich dann so jeder für sich ein bisschen ab oder ist da sehr viel Interaktion oder wie kriegst du quasi alle da auch an einen Tisch, um das Thema auch wirklich von der Qualitätsseite zu betrachten? Also alle an einen Tisch ist immer sehr schwer und auch nicht unbedingt immer zielführend. Wichtig ist, dass da keiner wirklich ganz allein in seinem Kämmerchen sitzen bleibt. Das ist in Ordnung, wenn man sich zurückzieht in sein Kämmerchen, mal drüber nachdenkt, was man da aufgeschrieben hat, was da passieren soll, sich das irgendwie auch mal vors geistige Auge führt, eine Nacht drüber schläft. Das ist nicht verkehrt, aber da muss es irgendwann auch wieder in den Dialog gehen. Also dass dann mindestens 2 Leute miteinander sprechen oder eben kleine Gruppen sich immer wieder austauschen und das rundschleifen. Wenn man dann einen gewissen Reifegrad hat, dann kann man ins Refinement gehen, was es dann gibt. Oder manchmal gibt es dann Backlog-Grooming, solche agilen Treffen, dass man dann sagt, wir setzen uns mal alle gemeinsam hin, die wesentlichen Player, sprechen einmal gemeinsam drüber, dass jetzt auch wirklich keine Nebenabsprachen oder Hinterzimmer-Dinge noch gibt, sondern dass alle einmal das Gleiche gehört haben, die wesentlichen Leute, dass man gemeinsames Verständnis hat und dann kann man am Ende auch dann damit in ein Planning gehen und einen Sprint planen. Manchmal entstehen daraus dann wieder neue Stories oder es muss nochmal eine Schleife gedreht werden, weil sich dann irgendwie während dieser Dialogarie, 2 Grüppchen entwickelt haben und die dann merken, das waren dann doch nicht alle an einem Tisch und dann muss man es noch ein bisschen zusammennähen. Das ist immer schwer aus meiner Sicht, da die richtige Balance zu finden. Also alles nur in irgendwelchen Refinement-Terminen zu machen, das sprengt häufig den Rahmen und wenn alle im Refinement dabei sind, ist es nicht immer für jeden interessant, weil manchmal irgendwelche fachlichen Teile noch genauer auseinanderklamüsert werden müssen oder die Techniker noch mal ins Konfifien gehen müssen. Aber da muss ich so eine Balance finden und wenn alle Beteiligten ein gutes Gefühl haben dafür, wie man diese Dialoge gestaltet und wer was dazu beitragen kann, dann entwickelt sich da auch die richtigen Gespräche in den richtigen Kreisen und dann geht das auch voran. Das heißt, das ist ja nicht nur eigentlich eine Qualitätssicherung für das Produkt oder für das Artefakt, sondern im Prinzip schaust du da ja auch schon auf den Prozess, wie die Qualität da ist. Ne? Also wie kommt das Team zusammen, wie werden diese Dialoge geschnitten, dass man da zu einem guten Ergebnis kommt. Ne? Ja. Und gerade junge Teams, frische Teams, noch nicht so gut eingeschwungene Teams müssen da begleitet werden. Dass man diesen häufig vorhandenen gefühlten Graben zwischen Fachbereich und IT, dass man da Brücken rüberbaut und sagt, Mensch, so ein ITler, der beißt gar nicht, wenn man dem mal was Fachliches sagt und dass der ITler sieht, Mensch, die Fachler sind gar nicht so abgehoben doof, mit denen kann man ja sprechen und wenn da die Brücken da sind, dann passt das. Aber die müssen halt gebaut werden, diese Brücken. Ja. Ja, und das ist schon spannend. Der Blick finde ich auch drauf, dass einfach schon so viel in so einer frühen Phase auch mit passiert, was Qualität angeht. Ne? Dass hier so der Grundstock gelegt wird, ne? Um dann später auch wirklich ein gutes Produkt zu haben. Ne? Das ist ja etwas, was uns ja jetzt quasi gerade im agilen Kontext ja auch voll in die Karten spielt, was Qualität angeht, dass man schon so früh mit dabei sein kann. Ne? Ja, also selbst wenn es nicht agil wäre, müsste man früh dabei sein. Aus meiner Sicht ist das in jeglichen Modellen die wichtigste Phase am Anfang drüber sprechen, bevor man also man geht ja auch nicht los und sagt, wir bauen heute ein Haus und dann legen wir mal alle los und dann überlegen wir uns hinterher, wie es werden soll. Da spricht man ja auch drüber mit den einzelnen Handwerkern, mit dem Architekten und man macht sich ja auch vorher Gedanken, was da passieren soll. Ja. Beim Haus ist es nicht sonderlich agil, das ist ja schon eher Wasserfall. Ne? Beschreibt man ja vorher, was man machen möchte und baut es dann auch nur noch zusammen. Aber auch im Agilen erst drüber sprechen und dann machen und wenn man was gemacht hat,
dann auch wieder drüber sprechen. Und wie gesagt, wichtigste Phase aus meiner Sicht und darf auch gerne die längste Phase sein. Verkürzt hinten raus das Ganze. Ja, ja. Ja, und im Agilen werden wir ja auch halt einfach noch durch diese ganze Methodik oder durch diesen Rahmen einfach auch dazu gezwungen, einfach auch schon früh drüber zu sprechen. Ne? Im klassischen Vorgehen, da kann man sich häufig ein bisschen wegducken, ne? Lass mal die Anforderer machen und wir schauen uns das dann später an. Die Chance haben wir jetzt natürlich hier nicht mehr so leicht. Ja. Ne? Wird manchmal gar nicht so gesehen, aber ist aus meiner Sicht müssen wir als Tester die Menschen dahinter ziehen, dass alle früh dabei sind, auch wir vom Test. Ja, genau. Und jeder mit seiner Testbrille. Ja. Ja, und dann, wenn wir mal einen Schritt weitergehen, das ist dann quasi die Dialogphase ist abgeschlossen, so das Refinement, die Dinge sind mal so weit festgelegt, was passieren soll. Die Testerbrille ist da aufgeschnallt und draufgeschaut worden. Und wie dann weiter? Wie geht es dann weiter, dazu zu kommen, welche Tests man wann, wo, wie eigentlich macht? Ja, irgendwann, also das Ende ist ja so die Definition of ready. Also wenn man sagt, ja, haben alle verstanden, wir wissen alle, was wir machen wollen, das ist so das agile Quality Gate, wo ich dann durchschreite und damit kann es dann auch ins Planning gehen. Damit können sich dann die Menschen, die entwickeln, alle hinsetzen. Das, was der Product Owner sortiert hat, ordentlich in seinem Backlog von oben abziehen und sich das nehmen, nochmal überlegen, was machen wir als nächstes und fangen halt dann an der Stelle auch wieder an, drüber zu reden. Wie machen wir es konkret? Was ist zu tun? Und auch hier dieses häufig als Planning 2 betitelte Meeting, dass man da vernünftig drüber redet, nicht sagt, ja, jetzt haben wir es, los, komm, jetzt Ärmel hoch, jetzt rennen wir mal alle los. Auch hier ist dann das Reden wieder wichtig. Und ja, irgendwann geht es aber vom Reden auch mal ins Machen. Irgendwann muss ja auch mal Software entstehen. Durch Reden passiert das ja nicht. Dann habe ich irgendwann die Zeilen Code fertig. Und dann geht es darum, dass ich das erstmal statisch teste, dass ich eine statische Codeanalyse drüber laufen lasse. Ein Programm, was mir sagt, ist das verständlich, ist das wartbar, ist das Clean Code im weitesten Sinne oder habe ich hier irgendwelche Dinge zusammengeschrieben, die nicht passen, irgendwelche toten Codezeilen gemacht, irgendwelche Syntaxverletzungen. All das kann man schon mal statisch abprüfen lassen und ohne dass ich das Ding ausführe, kriege ich das gleich mit, kann es korrigieren, habe da meine erste Qualitätssicherungsschleife drin und ja, danach kann ich, noch so eine Schadcode-Analyse machen, gerade im Bankenumfeld, in dem ich viel unterwegs bin. Ist es immer, wird Sicherheit groß geschrieben, also nicht nur, weil es so im Duden steht, sondern weil man eben wirklich darauf achten muss, dass da nicht irgendwelche fiesen Dinge drin sind, die dann irgendwie mal einen halben Cent abzweigen. Also so eine Schadcode-Analyse macht man dann häufig noch. Guckt dann, dass man noch einen Review macht, dass halt noch ein zweiter Entwickler dazukommt, nochmal drüber guckt und dass dann 2 Augen mehr das Ganze kontrolliert haben. Auch das ist eine Qualitätssicherung. Und danach kann ich das Ding dann zur Ausführung bringen. Du hast ja gefragt, was muss man da machen, damit das passiert? Aus meiner Sicht, so als Testmanager, erstmal das Bewusstsein dafür schaffen. Also, warum mache ich das Ganze? Und was muss ich alles machen? Was kann ich alles machen? Und was kann ich vielleicht auch mal weglassen? Also, das, was ich jetzt dir geschildert habe, ist so der Idealablauf. Und natürlich muss ich nicht immer den Idealablauf nehmen. Also wenn ich jetzt das allererste Mal irgendwo meine Hand anlege und das allererste Mal irgendwo Code schreibe, da muss ich nicht gleich das volle Paket an Testing haben. Aber ich muss es ganz bewusst weglassen. Ich sage, okay, für die ersten 5 Zeilen Code mache ich keine statische Code-Analyse. Das habe ich noch nicht. Das brauche ich nicht, das überblicke ich noch so. Das muss ich aber bewusst machen, damit ich dann irgendwann, wenn ich 500 oder 5000 Zeilen habe, auch weiß, okay, das Risiko wird immer größer, ich überblicke es halt irgendwann nicht mehr. Und jetzt muss ich noch was dazuschalten. Das ist dann meine Aufgabe als Testmanager, erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen und auch alle Beteiligten auf die Risiken, die sich daraus ergeben, hinzuweisen. Und dass man aber auch das Bewusstsein dafür schärft, wie das alles aufeinander aufbaut. Also erst reden, dann statisch analysieren und dann kommen wir ja sozusagen dann ins Dynamische ausführen.
Ja, also ist auch meine Erfahrung, gerade so statische Analysen und Reviews, das sind oft so Quick Wins, einfach weil da kann man relativ früh damit beginnen, hat quasi einen qualifizierten Output aus diesem Tool raus und kann damit dann arbeiten und im Prinzip schon eine Robustheit reinbringen in das System, die ich später mir dann irgendwo zuerst zusammensuchen müsste. Ne? Ja. Ja. Okay, und also diese statischen Analysen, du kriegst das rein und dann werden auch Reviews gemacht. Und wo entscheidet sich denn so in Richtung der dynamischen Tests dann der Weg, auf welcher Teststufe oder welche Testarten überhaupt gemacht werden? Wie gehst denn du da voran? Also in den Unternehmen, in denen ich bisher tätig war, hatten wir meistens 4 verschiedene Umgebungen, auf denen man sozusagen von der Entwicklung bis in die Produktionsumgebung gekommen ist. Halt eine wirkliche Entwicklerumgebung, also wo der Entwickler für sich alleine ist, tun und lassen kann, was er will. Die ist häufig nicht besonders stabil von außen betrachtet, aber sie ist stabil genug, dass der Entwickler darauf arbeiten kann. Da habe ich meistens keine großartigen Testdaten, sondern nur das, was der Entwickler mitbekommen hat in der Anforderung oder was er selber gemacht hat. Danach habe ich eine Umgebung, wo ich die Dinge integriere in die übrige Software, in die Softwareumgebung, in die bestehende Systemlandschaft. Dann gibt es eine Landschaft, auf der ich die Abnahmen mache, wo ich eben eine sehr produktionsnahe Umgebung habe, mit der ich produktionsnahe Daten habe, produktionsnahe Schnittstellen, produktionsnahe Performance. Und dann habe ich halt die Produktionsumgebung. Das sind so die 4 Umgebungen, in denen ich häufig unterwegs bin. Und so wie sich die Umgebungen immer mehr aufbauen und immer mehr können und auch immer stabiler werden, so bauen sich auch die Tests auf. Am Anfang gucke ich halt als Entwickler drauf und gucke als Entwickler, tut das, was ich da gemacht habe, genau das, was ich mir vorgestellt habe? Entspricht das meinem Verständnis von dem, was da angefordert wurde? Da gucke ich als Entwickler drauf, tut das, was ich da gemacht habe, eigentlich auch in der Umgebung das, was es tun soll oder was ich erwarte? Und dann können auch die Fachler mal drauf gucken und können gucken, tut die Funktion denn eigentlich das, was ich so erwartet habe, und können damit mal rumspielen. Und später geht es dann halt hin, dass man sagt, okay, jetzt gucke ich mir nicht nur die Funktion an, jetzt gucke ich mir die ganzen Funktionsabläufe mal an, die Geschäftsprozesse, gucke mal, ob das durchgängig funktioniert mit den Daten, und so baue ich nach und nach die einzelnen Tests auf. Und das heißt konkret, wenn ich diese statischen Dinge fertig habe, die häufig auch automatisiert sind, mache ich Modultests, gucke mir das Modul an, was ich gemacht habe, gucke mir meine Komponente an und führe das aus. Häufig automatisiert, denn ich muss das ja öfter machen, denn wahrscheinlich iteriere ich ja öfter mit dieser Version, die ich da gerade baue, darüber und da rein. Und wenn ich da einmal das automatisiert habe, dann wird halt immer wieder automatisiert abgetestet, ist die Funktion aus technischer Sicht noch funktionsfähig. Das ist zwar ein Aufwand, das herzustellen, und es ist auch mal ein Aufwand, das zu warten, aber es legt eine solide Basis für die Qualität. Denn wenn ich vorher geguckt habe, tun die Funktionen alle genau das, was sie sollen, mit jeglichen Ausprägungen von Daten, die ich mir nur vorstellen kann als Entwickler, und können die Fehler, die passieren können, alle abgefangen werden. Und wenn ich das sauber habe, habe ich eine super Grundstück, und da weiß ich schon, technisch kann da gar nicht mehr so viel daneben gehen. Und kann dann, wenn ich aus der Entwicklungsumgebung rauskomme, dann in eine Integrationsumgebung kommen, wo ich dann die ersten Schnittstellen habe, das System drumherum, und wo ich dann als Entwickler auch mal gucke, spricht denn die Schnittstelle mit mir, so wie ich mir das vorgestellt habe, ist es die richtige Version? Kommen die Daten tatsächlich so von der Schnittstelle und nimmt die Schnittstelle meine Daten so an? Und da ist es dann eben immer wieder wichtig zu gucken, wem gehört eigentlich welcher Teil der Schnittstelle und wo teste ich. Also nicht, dass jeder auf der Seite sagt, hier schiebe ich dir rüber, das wird schon so passen, und der andere sagt nur, wenn du es rüberschiebst, das passt auch schon so, und dann entsteht in der Mitte so ein Loch in der Schnittstelle, das keiner testet. Hilft aber auch nicht, wenn beide Seiten tief in die andere Schnittstelle reintesten, hat man so viel Überlappung, das bringt dann auch nicht voran. Auch da hilft dann wieder reden,
konzipieren und dann kann man sauber diese Schnittstellen testen. Ja, also gerade bei Integrationstests ist natürlich immer so eine Verantwortungsfrage auch. Ne? Also das ist auch das, was ich häufig in Projekten auch sehe. Also wo grenzt man sich voneinander ab? Ne? Bis wohin testet man sich, oder welches Konzept macht man das? Ne? Und weil das ja meistens auch eine Koordination vielleicht noch mit einem anderen System oder anderen Applikationen zu tun hat und mit Abstimmung und Reden, so wie du sagst. Ja, Genau, das ist viel Abstimmung und auch immer wieder, wenn irgendwie ein neues Inkrement entwickelt wird, das dann wieder neu abgestimmt werden muss. Es kommt was von uns, ihr müsst bitte testen. Wir können nur einen gewissen Teil davon auch verstehen, also technisch verstehen, und die andere Seite kann einen anderen Teil technisch verstehen, dass man immer wieder miteinander sprechen muss, ob es dann auch noch funktioniert. Und dann müssen auch die Fachleute, die dahinter stehen, auch wieder miteinander sprechen und auch in den Test eingebunden werden. Und wenn man es dann automatisiert, dann geht es halt häufig auch ein bisschen schneller. Schützt aber nicht davor, dass man nicht auch selber nochmal Hand anlegt und mal selber drauf guckt. Ja, genau. Jetzt hast du ja gesagt, dass diese Stufen, die da auch durchgehen, also von der Entwicklungsumgebung zur Integration hin zu einer Abnahme, das muss ja jetzt im Agilen ja auch irgendwie alles relativ flott passieren, weil wir haben ja kurze Iterationen, kleine Inkremente, und das muss ja auch stetig passieren und vor allem dann auch wartbar bleiben. Was sind dann da so deine Tipps oder Erfahrungen, damit das auch quasi alles noch so in einem Sprint auch machbar ist und man die Zeit hat, die Dinge überhaupt zu tun? Also in einem Sprint gehören aus meiner Sicht nach den statischen Tests auf jeden Fall der Komponenten- und Modultest rein. Es gehört auf jeden Fall der Systemintegrationstest rein und es gehört der Systemtest rein. Also wenn der Fachbereich das erste Mal drauf guckt oder die anfordernden Fachbereiche das erste Mal drauf gucken und gucken, ob das System in der Funktion funktioniert, die gehören rein in einen Sprint. Und danach kann ich auch sagen, nach dem Systemtest, okay, die Akzeptanzkriterien sind erfüllt, ich kann die Story of Done setzen, ich habe die Definition of Done erreicht, und wenn ich diese Definition of Done erreicht habe, dann habe ich den Sprint abgeschlossen. Das heißt, ich bin in dem Softwareentwicklungsprozess noch gar nicht ganz am Ende. Ich bin noch gar nicht in der Produktion, aber ich kann trotzdem den Sprint abschließen und kann die nächste Iteration starten. Damit sich aber dieses ganze Geteste nicht irgendwie auf den letzten 5 Metern vom Review ballt, ist es wichtig, dass ich, wenn ich ein Stückchen Software entwickelt habe, dass ich das dann auch ausliefere, dass ich dann sage, okay, ich gebe das schon mal in die statische Analyse, ich mache schon mal das Review mit einem Kollegen da drauf, ich mache die Modultests da drauf und liefere das in die Integrationsumgebung, mache dort meine Tests, ob das Ding sich sauber integriert hat, und sagt dem Fachbereich schon mal, hier, du hast angefordert, guckst dir an, tut's das, was es soll. Und dann kann ich mich an das nächste Stückchen, an die nächste Story ranarbeiten und bekomme dann noch im Sprint das Feedback, was passt, was nicht passt, wo vielleicht noch irgendwie Unstimmigkeiten sind, wo es noch vielleicht noch hakelt und hakt. Dann bekomme ich meine Defects und kann da gleich arbeiten in dem gleichen Sprint, sodass, wenn der Sprint ist, ich vielleicht irgendwie 3, 4 Auslieferungen gemacht habe und schon 3, 4 Mal jemand drauf geguckt hat und ich mich bei komplexeren Stories dann auch rangearbeitet habe und sage, okay, das passt, das ist sauber. Es kann im Review vorgestellt werden, es kann abgenommen werden, es kann vielleicht für den nächsten Sprint schon wieder die neue Idee aufgenommen werden, zu sagen, Mensch, aufbauend auf dem, was ich geschaffen habe, kommt dann vielleicht das dazu. Also ich mache gar nicht diesen ganzen Testing-Prozess bis zum Ende, sondern gucke nur aus technischer Sicht, ist es sauber, statisch, Modulintegration, und der Fachbereich hat auch schon mal drauf geguckt, System, testmäßig ist auch alles im grünen Bereich. Da können wir schon mal einen Haken dran machen. Ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, was du sagst, dass man da auch schon frühzeitig, auch wenn man jetzt in Sprints zum Beispiel arbeitet, da auch frühzeitig damit beginnt und nicht erst so 2 Tage vor dem Review dann mal alles eincheckt und schaut mal, was passiert. Ne? Also das ist ja immer so der super Ja, das ist ein Klassiker. Da stolper ich auch relativ häufig drüber, dass irgendwie so 5 Minuten vor dem Hosenknopf dann alles irgendwie eingecheckt und gemerged und gepusht und gepullt wird, und dann entsteht da Riesenhektik. Ja. Und das siehst du dann auch als deine Aufgabe, weil es ist ja, ich denke auch so, gerade an die Rolle des Testmanagers, die gibt's ja im Agilen irgendwie so eigentlich gar nicht mehr in der Reihenform. Ne? Aber das ist dann vielleicht schon der Punkt, wo man dann auch wieder jemanden braucht, der einfach darauf hinweist, ne? Und sagt, komm, schaut doch mal ein bisschen früher, mach doch mal hier so nicht alles am letzten Tag dann da rein. Ne?
Ja, also der Testmanager würde ja im Idealfall im Dev-Team sitzen. Natürlich nicht als der Testmanager, der da irgendwie nur Test managt und gar nichts entwickelt, sondern eben in so einem T-Shaped People-Team, wo man sagt, okay, der hat ein wirkliches Testmanager-Skill, kann aber auch die Entwicklungstätigkeit machen. Gibt es häufig nicht. Häufig gibt es da sozusagen die reinen Full-Stack-Entwickler und einen Testmanager, der irgendwo daneben sitzt. Und dann ist es meine Aufgabe als Testmanager, bei den Entwicklern irgendwie das Bewusstsein dafür zu schärfen. Und dann vielleicht auch mal sagen, hier wollt ihr nicht nochmal schon mal ausliefern und mal daran erinnern, denn häufig geht sowas einfach im Eifer des Gefechts verloren. Ja. Also ohne bösen Willen. Man ist so dabei und entwickelt und sagt, komm hier, bevor ich jetzt irgendwie was ausliefere, das kostet ja auch alles Zeit, dann meine nächste Story noch und jetzt noch schnell fertig und dann noch was oben drauf und dann geht das unter. Und dann ist es halt meine Aufgabe von außen zu sagen, hier wollt ihr nicht mal. Nicht zu sagen, jetzt hier, wir haben die Zeit erreicht und jetzt müsst ihr liefern, sondern mal freundlich anzuklopfen und sagen, hier, Zwischenlieferung wäre nicht schlecht. Und spätestens in der Retrospektive kann man ja mal drauf gucken und sagen, hier, nächsten Sprint, dann machen wir mal, wenn eine Story fertig ist, liefern wir die auch schon mal aus. Ja, genau, ja. Wenn jetzt so ein Team da losläuft, was ist denn so nach deiner Erfahrung so der größte Fallstrick, wenn man so jetzt sich dem Thema der Qualität hier nähern möchte? Ne? Also die Qualität ist im Argen, wir müssen irgendwas tun. So, und dann kommt ja so ein gewisser Aktionismus. Und was geht denn so deiner Erfahrung dann mal schnell in die Hose? Also häufig ist es, wir müssen mehr testen, dann wird hinten so der Bereich Abnahmetest, wo wir gar nicht eben waren in unserem Gespräch. Also der Bereich, da wird dann plötzlich angefangen, da werden die Abnahmetests aufgebaut und dann werden ganz viele Abnahmetests geschrieben und gemacht und getan und gar nicht so qualitativ hochwertige Testfälle, sondern erstmal irgendwas, Hauptsache man hat erstmal eine Menge, weil Abnahmetests sind ja wichtig und im Bankenbereich ist auch so ein Abnahmetest auch regulatorisch vorgeschrieben und dann macht man erstmal viel. Das hilft aber nicht unbedingt, die Qualität zu heben. War das ja eingangs gefragt, was ist der wichtigste Punkt? Da habe ich gesagt, drüber reden. Und da wird dann selten als erstes dran gearbeitet. Und ich würde fast sagen, alle Entwickler, ich hätte gesagt, ein Großteil, aber ich glaube, alle Entwickler haben ein Qualitätsbedürfnis an und für sich und wenn die was entwickeln, dann gucken sich das auch an und machen das. Und überprüfen das und gucken, ob das der Qualität standhält aus ihrer eigenen Sicht. Und von daher gibt es häufig auch sowas wie automatisierte Modultests, so Unit-Tests. Die gibt es ganz häufig. Aber auch hier nicht im Vier-Augen-Prinzip und nicht irgendwie methodisch-analytisch aufgebaut, sondern so ein bisschen aus dem Bauch raus. Und dann hat man so zwei Enden. Hat er ganz viele Abnahmetests aus fachlicher Sicht und Entwicklertests irgendwie eine Menge. Beide nicht analytisch irgendwie durchdrungen und dazwischen eine größere Lücke und auch gar nicht so ineinandergreifend. Und dann hat man so gleich so einen ganzen Berg an Fallstricken, über die man so dann lavieren muss. Und häufig fehlt es halt an der Systematik, dass man sagt, so, ich muss nicht immer diesen Idealablauf durchgehen. Also hatte ich ja schon vorhin gesagt, also man muss nicht jedes Mal alle Stufen genau durchgehen. Aber wenn man irgendwas überspringt oder weglässt oder verkürzt, dann muss man es bewusst machen. Dann muss man sich überlegen, was lässt man weg, was ist das Risiko dabei, sagt, okay, das akzeptiere ich. Und dann muss man auch immer mal wieder drauf gucken, akzeptiere ich das Risiko immer noch oder haben sich die Rahmenbedingungen vielleicht geändert? Ja. Und das sind so die Fallstricke, dieser Aktionismus, hast du ja vorhin auch gesagt, und dieses wenig Strukturierte, das sind so die Fallstricke. Also, um es mal noch zusammenzufassen, also das Manko dabei ist meistens, dass nicht das so richtig analytisch durchdacht wurde, wie man da eigentlich Qualität über den Gesamtprozess auch legen kann, sondern es gibt dann so diese Inseln, den Haufen Abnahmetests und so ein paar Entwicklertests und dazwischen irgendwie Lücke und aber so wirklich einen Plan davon hat dann keiner. Ne? Also, ja, so eine Testanalyse ist halt schon wichtig. Also wenn ich irgendwann mal was von Testing gehört habe und Testfallermittlungsmethoden,
dann kann ich mich vielleicht noch so an Ad-Hoc-Test erinnern, das klingt immer gut, Ad-Hoc-Test oder anforderungsbasierter Test, das klingt immer gut, aber dass es auch noch andere Testfallermittlungsverfahren gibt, das geht dann häufig unter. Und wenn ich jemanden mit einem entsprechenden Skillset habe, dann kann man auch ganz anders rangehen, dann kommt man auch ganz andere Fragestellungen und dann fällt mir plötzlich auf, dass ich in einem Textfeld auch Sonderzeichen eingeben kann und dass ich bei bestimmten Sonderzeichen dann nochmal abprüfen muss, wie verhalten die sich. Und wenn ich schon einen Testfall dazu geschrieben habe und das am Anfang schon drin habe, dann kann ich als Entwickler auch drüber nachdenken, oh, da kommt ein Testfall für, dann muss ich da auch drüber nachdenken, wie ich das abfange und dann habe ich die Qualität schon da drin. Und deswegen sind diese Testanalysten wichtig. Und genauso wichtig wie die Testfallermittlung ist die Testumfangsermittlung. Also die wenigste Software ist so, dass ich wirklich alles, was man sich analytisch denken kann, auch tatsächlich durchtesten muss. Das wäre nicht rentabel. Wenn ich jetzt zum Mond fliege, wo dann Menschenleben gefährdet sind, wenn man das nicht vernünftig macht, dann muss ich natürlich eine Kohle mehr drauflegen. Also wahrscheinlich eine ganze Schippe Kohle. Wenn ich so normale Software entwickle, dann kann ich auch ein paar Testfälle weglassen. Ich muss aber wissen, was ich da weglasse in meinem Testumfang. Und so muss ich dann halt auch sauber ermitteln, was will ich denn eigentlich testen? Also nur die Hochrisikotestfälle, wo ich Softwareabschnitte teste, die eine hohe Komplexität haben oder die irgendwie besonders verschachtelt sind oder viele Bibliotheken ansprechen, also die teste ich vielleicht mit besonderem Augenmerk. Oder wo fachlich ein hohes Risiko drauf liegt, also wo die Auswirkungen fatal wären. Also so ein Login, das sollte ich immer testen. Das ist vielleicht technisch gesehen gar nicht so kompliziert, weil ich da irgendeinen Service anspreche und der ist also irgendwie einfach gebaut und oft getestet, aber es muss halt funktionieren. Wenn das Login nicht funktioniert, funktioniert die ganze Software nicht. Und so habe ich eben Dinge, die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit haben, Dinge, die eine hohe Auswirkung haben und daraus ermittle ich das Risiko und dann sage ich, okay, das sind die Testfälle, die teste ich halt besonders. Und wenn ich dann Software halt in mehreren Iterationen entwickle, agil, wo ich nicht gleich den fertigen Monolithen dahinstelle, wo ich das irgendwie Stück für Stück entwickle, dann teste ich das ja auch öfter. Dann teste ich das gegen die Regression und bei diesen Regressionstests muss ich ja auch nicht alles, was ich jemals getestet habe, testen, sondern nur eben Dinge, die mir besonders wichtig sind. Und diese Testumfangsermittlung ist aus meiner Sicht auch ganz, ganz wichtig, dass ich die sauber und bewusst mache. Dass ich sage, okay, von den neuen Dingen, also von der Progression, nehme ich wirklich so viele Testfälle, wie es wirtschaftlich ist, damit ich wirklich das sauber ausgetestet habe. Und bei der Regression nehme ich so die allgemeinen Regressionstests, wo ich die Software auf Vitalität prüfe, das mit einem hohen Risiko. Und für die Teile, an denen ich sozusagen rumgefummelt habe, wo ich was erweitert habe, verändert habe, da gehe ich dann nochmal ein bisschen genauer rein. Nicht alle Testfälle, aber da nehme ich auch die mit einem mittleren Risiko, um so ein bisschen rechts und links mal zu gucken, dass das Testobjekt auch wirklich noch so funktioniert, wie es auch funktionieren soll. Ich glaube, da ist vielleicht auch ein großer Unterschied so zu den, sagen wir, klassischen Projekten, wo früher dann der Testmanager sich dann irgendwann überlegt hat, wie diese ganzen Umfänge aussehen. Ist es jetzt wahrscheinlich auch eher ein Thema, was das Team diskutiert, ne? Was ich brauche, in welchem Umfang, wo. Also damit da auch das gleiche Verständnis dann auch einfach existiert. Ne? Genau, also in den meisten Projekten, in denen ich bin, sprechen wir einmal regelmäßig darüber, wie es überhaupt sein soll. Also, dass man gemeinsames Verständnis davon hat. Und dann ist es halt so, dass der Product Owner als Vertreter des Fachbereichs und dass die Entwickler gemeinsam überlegen, was ist denn jetzt hier ein sinnvoller Umfang. Und da schreibe ich keinen großen Testplan und Analyse, sondern da wird meistens häufig in die jeweiligen Testpläne oder Testsets, je nachdem, welcher Software ich unterwegs bin, wird dann kurz reingeschrieben, wie man drauf gekommen ist, dass man jetzt das testen möchte. Keine Romane,
sondern kurz und bündig. Was dabei eben hilft, ist, dass ich die Testfälle einmal vernünftig mit so einer Risikoklassifizierung versehe. Auch das nicht als Doktorarbeit, das hilft einem auch nicht weiter, aber dass man sagt, naja, das ist so sehr komplex, mittelkomplex, wenig komplex. Dann habe ich so die Fehleranfälligkeit. Der Fachbereich sagt, naja, das ist halt eine fatale Auswirkung. Das ist, naja, das kriegen wir noch einen Workaround hin oder das ist letztendlich auch egal, der Schmuck am Nachthemd. Und dann hat man über diese Risikomatrix seine Testfälle so einigermaßen eingeordnet. Und dann kann man auch schnell mal reingreifen, kann sagen, okay, alle mit einem hohen Risiko sind jetzt dabei bei der Regression, die nehmen wir mit. Und jetzt haben wir an dem Testobjekt A haben wir rumgefummelt, dann nehmen wir nochmal die zweite Garnitur auch mit, greift dann rein. Und wenn die automatisiert sind, dann kommt es auf einen mehr oder weniger auch nicht an. Ja. Ja, genau, das ist auf jeden Fall. Ja, und du bist ja auch, sagen wir da auch geprägt ja auch von viel wahrscheinlich aus dem regulatorischen Umfeld, ne, wo es einfach eine gewisse Mindestdokumentation auch an Risikoklassifikation und solche Sachen auch einfach geben muss, auch wenn man agil arbeitet. Ne? Also es geht da nicht nur alles ohne. Ne? Ja, also widerspricht auch aus meiner Sicht gar nicht dem agilen Gedanken. Ich hatte mal einen Kollegen, der gesagt hat, wieso, wir sind doch agil, wir müssen gar nichts dokumentieren. Das steht doch so im agilen Manifest, also muss man dann muss ich korrigieren, also da steht ja, dass Dokumentation unwichtig ist, es gibt aber halt Dinge, die sind wichtiger. Und natürlich ist es wichtiger, man redet drüber und das hatte ich am Anfang schon gesagt, aber irgendwann muss man es mal aufschreiben, damit man mal auch in 3 Monaten oder 3 Jahren noch mal weiß, was man da gemacht hat. Ja. Und irgendwo eine Risikoklassifizierung ranzuschreiben oder ein Testobjekt zu definieren und die Testfälle, die man hat, irgendwie strukturiert abzulegen, das hilft in der agilen Entwicklung, weil ich sie auch sehr häufig in die Hand nehme, die Testfälle, und weil sich so ein Team auch mal ändert und dass man das dann auch später noch nachvollziehen kann. Ja, super. Ja, Christian, vielen lieben Dank einmal für diesen Abriss so auf diese ganze Qualitätssicherung im Agilen, so wie du das aus deiner Erfahrung auch kennst. Ich habe zum Abschluss noch eine wichtige Frage, und zwar, du bist ja jetzt schon lange in dem ganzen Testing-Umfeld unterwegs. Was glaubst du denn, was wird so die Zukunft am meisten uns im Thema Softwarequalität prägen? Was sind so deiner Meinung nach die Key-Faktoren in den nächsten Jahren, die essentiell sind für das Thema Softwarequalität? Also ich glaube ganz fest daran, dass wir viel, viel mehr automatisiert testen werden, auch mit künstlicher Intelligenz dahinter, also dass man gar nicht so viele Testfälle selber schreiben muss, dass man aus Akzeptanzkriterien schnell irgendwelche Tests abgeleitet kriegt von künstlicher Intelligenz, die das dann auch ausführen. Aber dass man da als Mensch sehr, sehr gut aufpassen muss, denn auch die künstliche Intelligenz hat ihre Fehler und ihre blinden Flecke und die ist halt auch nur so gut, wie man sie trainiert hat. Und da ich nicht jede künstliche Intelligenz selber trainieren kann, muss man halt auch immer noch darauf achten, was tut die eigentlich und was tut sie nicht. Und da muss ich als Mensch drauf gucken. Und wenn ich mir sicher bin, dass bestimmte Ecken abgetestet sind, dann muss ich da auch gar nicht so genau hingucken. Aber ich muss eher irgendwie so eine Metaebene erreichen, dass ich weiß, was kann die Automatisierung leisten und was kann sie halt auch nicht leisten. Und ich muss als Testmanager die Leute begeistern, dass jeder das Thema Qualität ernst nimmt. Auch nach hinten raus. Denn, über was wir jetzt so gar nicht gesprochen haben, quasi was kommt nach dem Review, also die Abnahmetests, so ein After-Go-Live-Check. All das ist so ein durchgängiger Prozess und das muss ich als Haltung in mir haben. Und das sollte halt jeder, der an Software arbeitet, als Haltung mitbringen. Und gut, dann bin ich vielleicht irgendwann arbeitslos, weil ich dann nichts machen muss. Aber also, das sind so die großen Punkte. Also Qualität als Haltung begreifen, mit Automatisierung umgehen und das Thema künstliche Intelligenz nutzen, aber eben auch das selber so testen und überprüfen, dass ich da das Können und das Nicht-Können unterscheiden kann. Super. Ja, Christian, vielen lieben Dank für diese Einschätzung. Wir werden deine Kontaktdaten natürlich hier in die Shownotes auch mit reinpacken. Also falls jemand in den Austausch gehen möchte mit Christian zum Thema Test, immer her damit.
Da bist du ja auch immer offen, so kenne ich dich ja auch. Und ja, ich danke dir, dass du heute mit dabei warst und wünsche dir für deine Zukunft alles Gute und bis bald. Danke dir, lieber Richie. Es war mir wie immer ein großes Vergnügen. Sehr schön. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Genau, bis bald. Ne? Ciao. Bis denn. Ciao, ciao.